Herzlich willkommen zurück bei Taskmaster, der einzigen Show im Internet. Johannes. Tobias. Wir waren gerade mitten in der Teamtask und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf Runde Nummer 2. Ja, aber bevor wir das zweite Team zeigen können, müssen wir noch etwas anderes zeigen. Ist da was umgefallen? Ich guck da jetzt sofort rein. Sabotiere dein Team bei der Teamtask. Wenn dein Team die Task verliert, erhältst du 5 Punkte. Wenn dein Team die Task gewinnt, erhältst du 0 Punkte. Wenn dein Team dich beschuldigt, die Task zu sabotieren, erhältst du ebenfalls 0 Punkte. Oh Gott, das ist Werwolf. Ich muss los. Ihr Arschlöcher. Weißt du, ich hab gedacht, ich habe mir das alles eingeredet, ja? Ich hab gedacht, okay, vielleicht hatte ich einen schlechten Tag. Vielleicht ist Chris einfach so dumm. Vielleicht ist er einfach dramatisch und weird. Das ist ja diabolisch, sondergleichen. Max, wie fühlst du dich? Ich habe mich gefreut, als Ich kann es nicht in Worte fassen. Können wir die Kameras ganz kurz ausmachen? Alle drehen sich kurz um. Wir hätten da was zu erledigen gerade. Ja. Also nochmal für alle. 0 Punkte für Chris, wenn sein Team gewinnt. 5 Punkte für ihn, wenn sein Team verliert. Aber 0 Punkte für ihn, wenn er der Sabotage beschuldigt wird. Und der arme Christopher muss mit dieser Information fast 5 Monate lang leben. Er durfte niemandem davon erzählen. Und Ich dachte, ihr haltet mich für dumm. Ja. ja, That's a given. Ja, dann, ich würde sagen, gucken wir uns mal an, was dabei rumgekommen ist. Da bin ich jetzt neugierig. Schnell und los! Ich habe noch nie so viel Arsch gespürt. Ich will nur sehen, das läuft doch unten raus. Ich wäre erstmal dafür, Wir gucken uns das erstmal an. Sammeln Nein, die wir Sachen erstmal ein. Guck mal, das fällt gar nicht raus. Du brauchst gar kein Ducktape. Ja. Also brauchen wir das gar nicht zu machen. Nimm die doch mit. Ach so. In meinen Schuhen ist jetzt schon Sand und ich finde es eklig. Ich will noch meine Brille ablegen. Können wir die Brille noch kurz ablegen? Weil ich möchte schon, dass man meine Augen zwischendurch sieht, wenn ich abgefuckt bin. Und die Zeit, die muss man uns jetzt Ich wäre dafür, dass du nicht abgefuckt bist. Komm mit runter. Wir haben eine Vase und Möchtest du vielleicht einen anderen Ton mit mir anschlagen? Es tut mir leid. So, da ist da ein ist ein Eimer. Oh, da kommen wir Kommen nie wir an hoch. den Eimer dran? Auf Ja, keinen natürlich. Fall. Ich habe eine Vase in der Hand. Oh, Julie, Hilfe. Nein, meine Hüfte. Denn jetzt an, mein Lieber. So, bitteschön. Ich will zu diesem Mülleimer. Okay. Weil in meinem Kopf ist da ein Müllbeutel drin. Und wir Ah, holen das uns ist einfach diesen das ist Müllbeutel. ganz ekelhaft. Nein. es ist Nein. ekelhaft. Wenn da, nee, nein. Ich habe Menschenwürde. Ja, aber wir sind jetzt schon 3 Minuten rum Ja, und haben okay. nichts getan. Das ist korrekt. Und an wem liegt das hauptsächlich? Ja, egal, das kann man immer noch nutzen, um, Ja, das, um Wollen wir Löcher vielleicht irgendwo sonst drin zu zurückkehren? stopfen. Ah, stopp, liebe Mitmenschen. Oh, das Sieb, das Sieb, ja. Scheiße. Moment, Ist gerissen. egal. Lass das doch nicht fallen. Nimm das doch Wieso? alles Es ist mit. kaputt. Okay, dann nehme ich es wieder mit. Okay. Sollen wir das nicht alles mitnehmen, weil dann sind wir schon an einem Ja, aber Ort können wir das und alles tragen? Das kriegen wir doch nie im Leben getragen. wir haben einen Eimer. Sorry. Dein Optimismus ist wirklich Ich inspirierend. weiß es nicht. Ich stelle Fragen. Meine Vor allem Knie in der tun Haut- jetzt schon weh und meine Beine und ich will nicht mich in den Sand knien. Es ist alles einfach eine Katastrophe. Oh Gott, meine Wade tut weh. Es tut mir leid, dass die weh tut. Du kannst es auch, sie kann auch wehtun, ohne dass die ganze Welt es mitkriegt, so wie alle anderen Menschen das auch machen. Also wie wir Ich gerade. bin eine Mimose. habt ihr Spaß, Kinder? Nein, gar nicht. Tierisch. Oh, das tut so gut, das tut so gut, das tut so gut. Und jetzt laufen wir. Ich lass die warten. Soll ich die, Scheiße. das Ding hat auch einen Henkel. Das habe ich nicht gesehen, Menschenskinder. Okay, und was trage ich jetzt? Die Verantwortung? Anscheinend das Leiden der Welt auf deinem Hüften. Eure letzte Minute ist angebrochen. Okay, erstmal die Zettel raus. Also die Sache Nee, lass ist, die Zettel doch drin. Wieso? Ach so, wir haben ja hast du die letzte Minute angebrochen? Ja, Ach so. Muss einfach die der Sachen Sand im erstmal- Einkaufswagen sein? ja, oder muss er sein. aber Das darf er in der heißt aber- Schüssel sein Ja, oder muss der natürlich. einfach... Alles, was ihr wissen müsst, steht in der Tasse. natürlich darf Warte. er in der Schüssel sein.
Entschuldigung. Nein, in den Einkaufswagen. Das in ist den doch im Das ist im Einkaufswagen. Einkaufswagen. Ich hätte das ausgeschüttet. Da brauchten wir gar nicht uns über Gedanken zu machen, ob wir da drunter Papier haben. Ja. Okay. Letzten 5. Das habe ich ja versucht zu sagen. Wir machen uns keinen Stress mehr. Ist das noch drin, ne? Nein. Wenn das die 50 Gramm waren. Wird das- Das waren nicht die Sorry. 50 Gramm, es tut mir leid. Ganz kurz, bevor sich die Parteien dazu äußern, möchte ich das Wort einmal an die Opfer geben. Möchtet ihr vielleicht den Verantwortlichen da einmal... Lynchen, ja. Ja. Wie war die Situation für euch, das jetzt zu Ich war so sauer den kompletten Tag über, Er Junge. kam mir einfach so dämlich vor. Also wirklich so. Ihr seid natürlich hintergangen worden, klar, also das ist menschlich auf jeden Fall verwerflich. Ihr wisst ja im Wesentlichen noch nicht, ob ihr nicht vielleicht auch trotzdem gewonnen habt, oder? Maus, hast du gesehen, Ich wie wollte viel, grad wie viel sagen, Sand die da haben? Wir können ja mal reinschauen, wir haben ja sicherlich eine Statistik. Wie ist es denn jetzt Ja. ausgegangen? Das Team Kai Thorsten Kann hatte nicht mehr. 49,508 Kilo. Haben die gut gemacht. Ich habe eine Zwischenfrage. Ist der Müll in der Tüte vorher abgezogen Wir haben den worden? Hundekotbeutel abgezogen. Okay. Und wir haben die ganze Zeit zugeguckt, wie Felix und Johannes das machen mussten. Das ist korrekt. Und das Team Chris, Juli, Marc hatte 27,492 Kilo. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben unser Bestes Ja. gegeben und du hast deine Tasse gewonnen. Der war scheiße. Hast mich ziemlich hängen lassen. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin super intrigued, ob die sich noch prügeln. Ja, Ich weiß, die Gemüter sind erhitzt, aber nur ganz kurz, ich habe da schon eine Tendenz, aber ich glaube, es gibt noch Informationen. Es gibt noch eine Sache, die wir dir zeigen müssen. Letzten 5. Das habe ich ja versucht zu sagen. Und stopp. Ist das noch drin, ne? Nein, So, du hast uns zusammengezählt. gerade sabotiert. ich hätte das nicht mehr machen dürfen. Ich hätte das nicht mehr machen dürfen. Es ist total schön, euch jetzt in dieser Euphorie zu sehen. Aber Ich habe keinen Bock mehr. Aber das große Problem, was ich mit dieser Euphorie habe, ist, dass der Timer ja schon abgelaufen war. Alter. Das heißt, leider muss mein versteinertes Herz leider sagen, dass ich glaube, dass Chris hat das geschafft. Er hat euch sabotiert und ihr habt ihn nicht auffliegen lassen, Juli. Ihr wart zu spät. Also, knappe Kiste. Das war mir so unangenehm. Ich dachte immer bei unseren Pen-and-Paper-Runden, scheiße, die hält mich ja für dumm. Ganz ehrlich, ich kannte dich noch nicht so lange. Ich habe dich für sehr dumm gehalten. Ja. Wir machen Folgendes, ja, zur Güte. Ein Vorschlag, Kompromiss, ja. Ich glaube, die emotionale Last, die Chris mit sich rumtragen musste über die vergangenen Monate, war immens. Das sollten wir durchaus auch irgendwo honorieren und ihm das nicht wegnehmen. Meiner Auffassung der Task hat er seine Aufgabe als dritte Partei bestanden. Deswegen bin ich dafür geneigt, ihm tatsächlich die versprochenen 5 Punkte zu geben. Genauso wie unserem Gewinnerteam, die natürlich 1A gewonnen haben. Das wären in dem Fall dann Kai und Thorsten. Die kriegen jeweils 5 Punkte. Aber dem Verliererteam, was jetzt noch übrig bleibt, sind Juli und Marc, ne? Ich würde euch nicht 0 Punkte geben. Ich würde euch jetzt stattdessen 3 Punkte geben. Johannes, Tobias. ich glaube, der Personenschutz, der mir von dieser Sendung zugestellt wird, ist nicht mehr ausreichend für der Missmut, den ich hier aussehe. Dir oder Christopher? Ich denke schon mir. Ich glaube, Christopher hat hier eher Sympathien. Er ist ja gerade quasi ausgecallt worden. Wir versuchen das einfach mal galant zu überschmieren. Haben wir denn vielleicht noch eine weitere Task, die die Wogen wieder glättet? Ja. Tobias, ja, manche Formate werden durch Werbung finanziert. Wir leider nicht. Aber wenn es denn so wäre, hätten wir ein paar ganz wundervolle Werbegesichter und Textschreiber, die jegliche Werbung ein Vergnügen machen würden. Schauen wir uns doch mal an, was die Kandidaten diesmal machen Hast du müssen. reingeschissen?
nächste Task. Sonst alles gut? Ja, alles gut soweit. Ich frage mich, was ihr euch so überlegt habt jetzt. Sitzen meine Haare noch? Nein. Wer macht nochmal alles mit? Juli noch? Juli, Christopher? Christopher, Thorsten und Marc. Wer ist Marc? Ach, der Marc. Okay. Ja, sorry, Marc. Das nehmen wir nicht in die Aufnahme. Hier, warte. Schön. Laut vorlesen. Sorry. Oh, ich hasse euch. Bitte laut vorlesen. Darf ich vorlesen? Drehe einen Werbespot zu einem beliebigen Gegenstand. Du hast insgesamt 30 Minuten für die Vorbereitung und den Dreh. Der fertige Spot darf maximal 30 Sekunden lang sein. Bester Spot gewinnt. Deine Zeit beginnt jetzt. Das war zu früh. Marketing habe ich bewusst abgewählt, weil ich es nicht kann. Ja, das ist, glaube ich, eine Task für dich, oder? Das ist eine fantastische Task für mich. Mich hat mich schon ein bisschen gefreut, mal nicht zu arbeiten in meiner Freizeit. Natürlich, Tobi. Wer hätte damit gerechnet? Wirklich, mit Saskia dabei. Gott, die ist ja überall, Tobi. Sag mal, warum ist der überall, dieser Dude? Wollen sie auch so aussehen wie Felix? Tampons wäre auch richtig witzig. Es wird Zeit, dass Männer mal Tampons bewerben. Fucking Rewe, feine Welt, Alter. Was seid ihr denn für Banausen? Kaffee. Rein. Irgendwas drücken. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, geil. Ja, da. Man versteht überhaupt nicht den Kontext und dann wird einfach rübergeblendet. Sallys Backwelt ist out, Chrissys Backwelt ist in. Wo habt ihr Essen? Ach, das ist ja praktisch, Menschenskinder. Lisa, magst du deine Nachbarn? Johannes, möchtest du mein Einbrecher sein? Kannst du Assistent für mich sein? Ja. Cool. Hast du eigentlich einen offiziellen Assistentennamen oder heißt du einfach nur Assistent vom Taskmaster? Heißt du Johannes da? Alles klar. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht einfach eine Person bzw. dich bewerben soll. Aber dass ich nicht weiß, wie ich dich bewerbe. Also, no offense. Johannes, umdrehen! Zur Hilfe. Heute zeige ich euch ein Rezept, wie man auf die Schnelle einfach sich einen schönen Tassenkuchen macht. Habe ich gerade einen ganzen Esslöffel Zucker da reingeballert. Das ist halt ein sehr süßer Kuchen, so wie du. Stop it! Habe ich noch genug Speicherplatz? Ja, man muss alles singen, das ist sehr wichtig. Ich bewerbe eine Kerze. Eat the rich. Wenn ich gleich umkippe wegen einer Nikotinvergiftung. Pack meine Arsch in die Hand. Was ist das? Johannes! Ich komme mir ein bisschen komisch vor. Also komm, das sieht aus wie Kuchen. Das ist keine Corsage. Kannst du gabbern? Das kann ich gabbern. Nee. Ich habe, glaube ich, den Plot komplett verloren, bin ich ganz ehrlich. Ist das so ein Ding, was man mit Pfannenwändern macht, die einölen? Also ja, theoretisch solltest du deine ganzen Holzgeräte einölen. Das ist manchmal ganz gut, man soll Holzmöbel öfter mal einölen. Ja, das macht 7.860 € ne? Netto. Ihr Rewe-Bio-Opfer. Also, wir haben jetzt schon super viel von dem Chaos gesehen. Das ist für mich normalerweise der Zeit, wo ich mich bei einer kleinen Werbeunterbrechung wieder stärken kann. Aber ich fürchte, die Werbeunterbrechung kommt jetzt, oder? Genau. Fang doch mal mit Christopher an. Sie kennen das sicherlich. Sie wollten einen leckeren Kuchen backen und hatten einfach gar kein Sonnenblumenöl mehr oder Butter zu Hause. Der ist so lecker. Und was für ein Fett ist der denn gemacht? Was? Der wurde mit nativem Bohnenöl Rocket-O gemacht? Das glaube ich nicht. Und es ist sogar fettreduziert. So lecker, dass ich es am liebsten pur trinken möchte. So lecker. Rocket-O Olivenöl. Jetzt neu überall zu kaufen, wo es auch Backwaren gibt. Ich habe in der letzten Minute hat sie gesagt, du musst jetzt aber auch drehen. Oh, One Take, alles klar. Chris, kannst du mir den Namen deines Produkts, was möchtest du auf den Markt bringen? Wir machen jetzt Höhle der Löwen hier draus. Was hast du auf den Markt gebracht? Nur Ja, damit ich das wir mitnehmen haben kann. Rocket-O, das Bohnenöl
Ja. kreiert. Es ist gesünder und fettreduzierter als andere Fette. Ja. Und das ist der Gedanke eigentlich von dem ganzen Produkt. Alles klar. Sehr gut. Reduziertes Fett. Natürlich, das war der Gedanke. Also ist die Flasche halb voll. Wir strecken mit Wasser alles. Dann nennt man das Dressing. Zur Erinnerung, maximal 30 Sekunden. Ja. Thorsten. Ja. Ja, ist ja gut. Ist ja. Kindergeschrei, Baustellenlärm, Gabba Johannes, übertönen Sie einfach, denn Didgeridoo ist für Didgeri dich. Gewinner. Ich kann dir jetzt schon mal gratulieren. Ich hoffe, möchtest du bei mir arbeiten? Für 30 Minuten war das. Du im Marketing. Nee, ich bin tatsächlich gar nicht im Marketing. Aber offensichtlich habe ich ein Talent dafür, so wie ihr das sagt. Das ist schon ganz gut. Ja. Du hast jetzt schon Soll gewonnen. ich öfter machen. Also, aber ich kann nur Didgeridoos bewerben. Du musst unsere Sachen wirklich. Ich habe da wirklich gar nichts hinzuzufügen. Es fällt Also, mir ja. nichts ein, was ich sagen könnte, was das irgendwie verkontextualisieren kann. Didgeridoo. Was für Didgeridoo? So ist es. Das. Schauen wir uns doch mal Marks Werbung an. Kennen Sie Kerzen? Kerzen Sie Kerzen. Brauchen Sie Licht? Dann kerzen Sie Kerzen. Ja, Marc, großer Fan von Kerzen. Das war schon, Ja. war schon witzig. War schon witzig. Ist das ein besonderes Verhältnis zu Kerzen, was du da pflegst? Oder? Es hat eine halbe Stunde gedauert, was soll ich sagen? Was haben wir noch? Dann haben wir ja Menschen, die sowas mit Marketing vielleicht schon mal eventuell machen. So, Nein, Weiß ich nein. nicht, wer das sein könnte. Schauen wir uns doch mal Julia an, die ihre Werbung selbst geschnitten hat. Mach dein Leben zu etwas Besserem mit dem Holzlöffel. Vollholz. Organisch. Liegt gut in der Hand und ergonomisch geformt. Überzeuge dich selbst von der Schlagkraft dieses Angebotes. Der Holzlöffel. Schlagen Sie jetzt zu. Das war mega. Wenn das jetzt, könnte es auch mit einem Metalllöffel denn gehen? Oder muss ich jetzt Holz nutzen für alles, was im Werbeclip gezeigt wurde? Nur aus Interesse, fragt einen Freund. Alles klar, gekauft. Sehr schön. Jetzt muss man einwählen. Jetzt noch Werbung Nummer 5 von Kai. Hältst du dein Leben nicht mehr aus? Du brauchst mehr Kaffee. Ein Kaffee-Vollautomat sorgt dafür, dass du nicht mitbekommst, dass du 46 Tasks offen hast und eigentlich lieber kündigen möchtest seit 3 Jahren. Boden rein. Und dann drückst du einfach auf Kaffee. Kaffeemaschine, Vollautomat. Kaffeemaschine, Vollautomat. Ich brauch gar nicht außer einem Kaffee am Tag. Und vielleicht Geld vom Arbeitsamt. Und dann hältst du deinen Tag aus. Boah, oi, 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 oi. Also, ich glaube, wenn wir das jetzt hier Höhle der Löwen wäre, dann hätten wir hier auf jeden Fall 5 einzigartige Produkte. Ja. Die dazu passenden Werbung möchte ich irgendwo so in der 22:30 Uhr Nachtschleife bei Kabel 3 sehen. Das war schon sehr gut auf jeden Fall. Es macht es natürlich wieder schwerer, da jetzt irgendwo eine sinnvolle Reihenfolge zu machen. Das waren aber jetzt auch alle Werbetasks. Das waren okay, gut. alle Werbungen. Dann würde ich mal sagen, aber es haben alle die 30 Sekunden eingehalten, richtig? Genau, darauf haben wir geachtet. Darf ich noch kurz eine Frage stellen? Nein. Wie stehst du? Okay. Okay, bitte, ich erlaube es. Wie stehst du allgemein zur Benutzung deines Assistenten? Nur eher positiv oder eher negativ? Ich nutze ihn täglich. Ja, das ist nur mal so als Gedankenstütze. Okay.
Also Kai und Juli, ich würde schon sagen, eure beiden Spots haben mir am besten gefallen. Ich finde das jetzt schwer, so ein bisschen als jemand, der sich nicht täglich mit sowas befasst, einzustufen. Ich bin aber geneigt, den Kai noch ein Stückchen höher zu setzen. Einfach aus dem einfachen Grund, dass der noch gesungen hat. Der hat diesen kleinen Songy-Song da gemacht. Weil ich nicht alle anderen Tasks besungen habe? Ja, das ist ein Argument, aber wir müssen Auch diese habe ich besungen, wenn du dich erinnerst. Wir müssen ja die Tasks isoliert betrachten. Ich würde deswegen, auch weil mir natürlich die Surrealität eurer beiden Spots sehr gefallen hat, das ist ja mein Thema auch, würde ich tatsächlich Kai die 5 Punkte geben. Juli, dir gebe ich die 4 Punkte. Beides sehr, sehr schöne Sachen. Ich würde ganz gerne danach Thorsten die 3 Punkte geben. Einzig und allein wegen des Slogans, das Didgeridoo ist für Didgeridich. Das finde ich sehr, sehr schön. Also, komm. Ich würde dann fortfahren und auf den vorletzten Platz setze ich Chris, der ein Bohnenöl mir präsentiert hat. Das war auch ein sehr schöner Werbespot. Mir hätte da jetzt noch irgendwie so ein Breaker drin, hätte mir noch gefehlt, aber das mit dem Öltrinken war schon auf jeden Fall stark. Aber es war nur nicht ganz so stark wie die anderen Sachen, trotzdem stark. Und Marc, wir reden einfach nicht drüber. Wir reden mal darüber, du hast Kerzen sehr ästhetisch inszeniert, aber gerade mit deinem Vapordampf da, ich hatte irgendwie noch auf was Mystischeres gehofft. Deswegen kriegst du von mir den einen Punkt. Ja, fahren wir fort. Johannes. Tobias. Wann haben wir eigentlich das letzte Mal miteinander telefoniert? Ja, das ist schon lange her. Meistens rufst du mich ja nicht an. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für dich. Genau. Ja, so ist es. Aber für diese Task wurden wir wirklich von einigen Teilnehmern gehasst. Und dabei wollten wir doch nur, dass sie mal wieder einen Freund oder jemand aus ihrer Familie anrufen. Dann geht es zum nächsten Task. Korrekt. Korrekt. Oh Gott. Oh nein. Eine Panflöte. Oh shit, da ist ja noch was. Das ist eigentlich schon medizinisch anerkannt, Task Anxiety. Oh Gott. Oh, fickt euch doch. Führe das längste Telefonat, ohne dass die andere Person weiß, dass du versuchst, ein langes Telefonat zu führen. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich telefoniere nie. Während des Gesprächs darfst du weder Fernsehen, Sendungen, YouTube, Rocket Beans noch Taskmaster erwähnen. Jede Minute musst du eine Aktion vom Flipchart auswählen und ausführen. Darf ich die vorher lesen? Nein. Wenn die Person, die du anrufst, eines der Schlüsselwörter sagt, musst du sofort auflegen. Du musst innerhalb von 2 Minuten jemanden anrufen. Das ist natürlich super für einen Menschen, der nicht viel telefoniert. Das ist aber auch DSGVO-mäßig wirklich ein gewagter Task, muss ich sagen. Ich muss kurz überlegen, wen ich anrufe. Mit wem führe ich denn immer lange Telefonate? Ha. Ich darf vermutlich keine Personen anrufen, die hier mitmachen. Alles, was du wissen musst, steht in der Task? Ich verstehe. Das klingt für mich als alle erfahrenen Telefonisten auch ehrlich gesagt eher schwer. Da bin ich jetzt natürlich mal gespannt, was da bei der ganzen Nummer rumkommt. Die haben auch wirklich unterschiedliche Zugänge an diese Task. Und ich würde mal sagen, einige haben ihre Eltern angerufen, nämlich Chris, Juli und Thorsten. Und schauen wir uns das mal an. Okay, also erstmal meine Mutti muss dran glauben, weil die kann lange reden. Ach komm, ich rufe meine Mama an. Hallo, hier ist die Mobilbox. Das war ein kurzes Gespräch. Reicht ein Rückruf? Hi, Schatz. Hallo, na, wie geht's euch? Hallo, Mutter. Hallo? Hallo, Barbara. Na, mein Schatz? Na, wie geht's dir? Gut, wieso? Nee, ich wollte einfach heute anrufen, weil es morgen doch nicht so gut passt und dachte, du hast jetzt vielleicht Zeit. Ja, morgen kommst du doch, oder? Ach ja, das habe ich ganz vergessen, dass ich ja morgen Nein, ich bin nicht betrunken. Ich habe hier Fenster, wo ich rausgucken kann, so quasi, durch das Nachbarauto durch. Wieg hatten wir schon angelaufen. Was machst du denn? Sorry, ich bin noch nicht lange wach, deswegen bin ich noch ein bisschen dolle müde. Ja, Du hast mich angerufen. ja, ich habe dich angerufen. Ich wollte mal nachhören wegen Ostern jetzt. Moment.
Was für ein Buch hast du gelesen? Ja, da habe ich die ganze Reihe jetzt von der Susanne Ostwald, die auch hier in dem Buch immer drin sind, diese Anleitungen in dem Buch. Und das Schöne in dem Buch war jetzt, Juscha und Mildred haben geheiratet. Und Sag mal, hat's bei euch auch geregnet? ja, Habt ihr einen Regenbogen gesehen? Hast du einen Regenbogen gesehen? nein, Du hast keinen Regenbogen gesehen. nee. Das ist traurig. Bei uns war ein richtig schöner Regenbogen. Ja, Lotti ist einfach eine Maus. Also, Ja. ja, Jetzt voll. ist also mein Kuch ist fertig, mein Hund ist bei mir, mein Mann ist oben, mein Kind ist am Telefon. Nichts gut. Also wie gesagt, wird wahrscheinlich Karottenkuchen mitbringen. Was? Karottenkuchen. Lecker. Da kannst du jetzt vorbeikommen. Ich schneide Karotten. Ich darf das Wort Karotten nicht sagen. Ach, sie darf das nicht sagen. Ja. Ah, okay. Habt ihr euch noch was zum Essen mitgenommen? So, ich meine, so ein bisschen Hummus und Karotten und so kann man ja gut essen. Ja, wir haben doch alles mit. Und Wilhelm hat geräucherte Forelle bekommen und die haben wir auch. Hör mal. Und ich habe auch richtig Lust, das nochmal zu machen, also Karottenkuchen. Du mochtest den doch auch richtig gerne, oder? Karottenkuchen schmeckt gut, der ist so schön saftig. Okay, dann bis dann. Ciao. Ich habe allerdings noch einige Karotten, die ich bei mir zu Hause noch kurz leer essen wollte. Ich wollte aber fragen, könnt ihr was mit Karotten anfangen? Nee, mit Karotten können wir nicht anfangen, Schatz. Aber wenn, dann musst du sie mitbringen. Dann müssen wir gucken, was wir damit machen. Zur Not essen. Ja, tschüss, Barbara. Das Wort Karotten nicht gesehen haben. Was? Nein, das ist ja furchtbar. Oh. Ach, wegen Ostern ging es. Nee, es ging um gar nichts. Ich musste nur ein langes Telefonat führen. Na gut. Machst du ja gerade. Ja, das Problem ist, jetzt ist die Aufgabe schon rum. Ich muss auch sagen, das war so die schlimmste von allen Tasks. Also von dem ganzen Blödsinn, den wir gemacht haben, das fand ich so schlimm. Und ich glaube, dementsprechend habe ich auch verkackt, aber du hast bestimmt die Statistiken dazu. Warten wir das mal ab. Möchtest du was dazu sagen? Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe mehrere Rückfragen, rein technischer Natur. Du nennst deine Mutter Barbara? Und mein Vater Ulrich. Okay. Hast du deine Eltern? Wie heißt du wirklich? Nehmen wir das so hin? Ja. Nennen dich deine Eltern einfach Sohn immer? Nee, Tobias. Na siehste. Jetzt hat er mich. Na gut. Juli, wie war diese Aufgabe für dich? Ich hätte meine Mutter einfach reden lassen sollen. Und das waren beide Elternteile, die wir da gehört haben? Nee, das oder? liegt daran, dass bei mir die Eltern grundsätzlich immer auf Lautsprecher telefonieren. Oh ja. Und wenn mein Vater daneben liegt, dann quatscht er halt dazwischen. Ja, okay. Also ich habe meine Mutter angerufen, aber ich hatte halt Publikum, ne? Ja, gut. Meiner Rechnung nach fehlen da, glaube ich, auch noch 2, richtig? Haben wir auch welche, die nicht ihre Eltern, aber verständnisvolle Freunde angerufen haben. Nämlich Kai und Marc, der Große und der Kleine. Dein Anruf wurde an Voicemail weitergeleitet. Die gewünschte Gesprächsperson ist nicht zu erreichen. Hurensohn. Warte, er schreibt, lass es kurz zurück, bin gerade auf Klo. Da können wir so lange warten? Ja. Ich frage mal gerade kurz, wie lange er denn braucht. Er schreibt nur, bin halt scheißen. Was heißt das denn? No, er ruft zurück, zählt das? Das zählt. Okay. Jo. Hi. Hallo? Moinsen. Na, bist Es gibt Schönes, was verschafft uns die Ehre? Bist du zu Hause? Ja, deswegen wollte ich einfach nur ein bisschen quasi, weil wir haben ja schon wieder lange nicht geschnackt und so weiter. Weißt du, wo ich heute Abend bin? Aber sag's nicht, wenn du es weißt. Nein, weiß ich nicht. Also, okay. Ich hoffe, du hast Zeit heute Abend. Ja, warte. Wenn das so ist, dann... Ja, und in 10? Ich habe jetzt eine Panflöte. Nein, klingt auch so. Ja. Nein. Was ist das? Ach, hast du gerade einen Synth an, oder was? Jetzt bin ich da. Okay. Ich kann das morgen erklären. Alles gut, kein Problem. Ich bin vieles gewöhnt, auch im Blasenkonzert. Das hört sich immer wunderschön an. Nice. Und wenn du das wie so ein Shaker-Shake?
Sehr witzig. Klingt, als ob du so eine Packung Karotten schüttelst. Karotten? Ja, nee. Auf. Was? Karotten erwähnt. Ich durfte das Wort Karotten nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das hier alles so erklären kann. Du kennst mich, ich brauche auch keine Erklärung für sowas. Ja, okay. Du kannst mir auch... Nee, warte, erzähl mir ja nichts über dich. Ich weiß nicht, ob... Ja, also weißt du, ich habe auch letztens mit Karotten gekocht. Das waren sehr leckere Karotten. Und... Was waren das für welche? War das eine bestimmte Art von Karotte? Oder war das eine Karotte? Auflegen. Er schreibt nur LOL, du Pisser. Da freut man sich mal, dass der Kai einen anruft. Kai und Marc, bei euch möchte ich auch gerne mal einfach nur mal nachfragen. Wie war die Erfahrung für euch so? Telefoniert ihr gerne und möchtet ihr verraten, welche Stimmen wir da gehört haben auf der anderen Seite? Das ist ein guter Kumpel, mit dem ich auch zusammenarbeite und den ich relativ lange schon kenne und der relativ skurrile Scheiße von mir schon kennt. Ich habe es ihm danach kurz erklärt und er war so, ja, okay. Gut, er hat es mit Fassung getragen. Ja. Also. Und bei dir? Ja, ich habe einen alten Bandkollegen angerufen, weil wir sehr erfolgreich daran sind, vergessen, dass wir beide existieren und man miteinander reden kann. Klassiker. Ich telefoniere nie. Ja, war lustig. Er hat mich danach als Arschloch bezeichnet. Aber wir haben uns den nächsten Tag getroffen, das war sehr schön. Sehr schön, na siehste. Manchmal kann sein Telefonanruf Wunder bewirken. Das haben wir hoffentlich hierbei gelernt. Jetzt bin ich aber gespannt, wie ist die Statistik bei dieser Nummer? Ja. Thorsten hatte 1 Minute und 3 Sekunden. Dein Vater sagt, langes Gespräch. Ja. Christoph hatte genau 2 Minuten. Stark. Kai 2 Minuten 30. So viel. Marc war auf jeden Fall bei 3 Minuten 18. Oh. Und Juli 3 Minuten 51. Ihre Mutter hat ja quasi die ganze Zeit einfach geredet. Ich muss auch dazu sagen, wir haben meiner Mama danach ein Gruppenfoto von uns allen gemacht, die das gedreht haben. Und sie hat sich ganz doll gefreut und fand das total süß und meinte, dass sie sich das gerne auch angucken würde. Oh. Also, hallo Mama. Ja, das kann ich natürlich auch nur an der Stelle sagen. Grüße an meine Mutter, die auch großer Fan der Sendung übrigens ist. Ne? Die findet euch auch alle sehr hilarious sozusagen. Und kennt uns doch noch gar nicht. Jetzt aber. Also ich würde es mir hier an der Stelle tatsächlich einfach machen. Damit gehen 5 Punkte an Juli, 4 an Marc, 3 an Kai, 2 an Christopher und 1 an Thorsten. Johannes. Tobias. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem aktuellen Punktestand? Den haben wir schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, kein Problem. Können wir dir zeigen. Ja. Ich glaube, dass so ein knapper Punktestand nur noch durch ein mächtiges Finale entschieden werden Ein kann. ganz mächtiges Finale, denn wir haben noch eine Live-Task vorbereitet, für die wir jetzt einen kurzen Moment umbauen müssen. Bis gleich. Dann darf Juli bitte laut vorlesen. Spielt das weltbekannte Wurst- oder Fingerspiel im Turniermodus? Welches Spiel? Das bekannte Wurst- oder Fingerspiel. Wer kennt es denn nicht, meine Damen und Herren? Eine Person steht mit verbundenen Augen und dem Rücken zu einer anderen Person, legt die Hand auf den Rücken mit der Innenfläche nach außen. Die Person mit Wurst oder Finger drückt nun die entsprechende Extremität auf eine freie Stelle des Körpers des anderen. Und die andere Person muss raten, ob es nun Wurst oder Finger war. Wenn richtig geraten wurde, geht es weiter in einem anderen. Wenn falsch geraten wurde, fliegt der Ratende raus. Also ich möchte bitten, dass sich Marc und Thorsten bitte einmal hinstellen. Marc muss die Augenbinde aufsitzen und Thorsten wird jetzt entweder einfach an einer Stelle berühren mit Wurst oder Finger und du darfst entscheiden, ob es Wurst oder Finger war. Jegliche Art von Berührung. Genau. Krieg ich eine Antwort? War da was? Finger. Das war korrekt. Darf ich? Du darfst wieder absetzen. Ihr dürft euch weiter hinsetzen.
Dann möchte ich bitte Chris und Juli bitten. Das war schwer. Wurst. Das war leider falsch. Damit ist Christopher raus. Marc gegen Kai. Soll ich mich ein bisschen kleiner machen? Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Ich glaube, das war eine Wurst. Das war leider falsch. Dann würde ich das sagen, Thorsten und Juli. Wurst. Dann Marc und Juli. Ja, muss Juli mal gewurstet werden. Juhu! Oder gefingert. 10%. Gut, dass ich nur meine Hände frei habe. Gemein. Es war ein nasser Finger. Das ist leider falsch. Jetzt kommen wir zur Stirnrunde. Ich möchte ganz kurz ein Zwischenfazit abfragen. Macht es mehr Spaß, zu wursten oder bewurstet zu werden? Wursten. Zu wursten. Zu wursten. Okay, gut. Also ich habe an beidem Spaß. Und Marc und Thorsten stellen sich bitte mit der also gegeneinander auf. Ich darf Marc schon wieder auf wursten. die Stirn. Okay. Auf die Stirn, Das ist die Stirnrunde. Die berühmte Stirnrunde. Wie soll ich mich drehen? Irgendwelche. Ja, Witzbold. Marc, ich muss sagen, ich verliere mich in deinen Augen. Das ist Ich gebe mir größte Mühe, dich zu verwirren. Guck doch mal. Also nicht, dass er eh schon wahnsinnig cute ist, aber das... Ja, dann fingern wir deine Stirn. Oder wursten sie. Schwierig, schwierig. Nee, eigentlich nicht. Ja, ich würde nämlich sagen Wurst. War der Finger? Das war der Finger. Das war der Finger. Falsch. Damit hat Thorsten den Live-Stars gewonnen. Ne? Schüttel mir das Würstchen. Hang. Da du ja gerade Spielmaster warst, ich habe mitnotiert. Ich fürchte, dann darf ich das letzte Mal für den heutigen Abend die Punkte dazu vergeben, korrekt? Genau. Nun, auch hier würde ich es mir wieder einfach machen. Ich denke, das Sinnvollste, was wir tun können, ist 5 Punkte an Thorsten, 4 Punkte an Marc, 3 an Juli, 2 an Kai und 1 an Chris. Und damit gewinnt niemand Geringeres als unser ganz eigener Thorsten. Staffel 3 von Taskmaster. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, heute haben wir alle etwas gelernt. Und zwar nie ohne Seife waschen und der Finger ist immer mächtiger als die Wurst. Das war Staffel 3 von Taskmaster.